Hi meine Süßen! Heute gibt es einen Zitronen-Cheesecake mit Zitronensoße. Total lecker und frisch, passend zum Wetter. Und ihr habt mir dabei geholfen. Ich habe nämlich gerade auf Instagram abgestimmt, ob ich jetzt was mit Zitrone oder was mit Kirschen machen soll. Und das Kirschrezept, das kommt dann irgendwann. So, und ich fange jetzt ja auch direkt an. Ich schnacke gar nicht großartig drum herum. Wir brauchen für den Boden Butterkekse und Butter. Und ich habe jetzt hier die Butterkekse schon mal fein gemahlen. Ihr könnt das auch einfach Nudelholz nehmen und draufhauen. Hauptsache, sie sind fein. Dann geben wir geschmolzene Butter dazu und verrühren das. Und falls ihr euch wundert, wo stehen denn die Mengenangaben, die findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. So, einmal verrühren. Und dann nehme ich mir gleich auch schon meine 24er Springform, den Boden schön mit Backpapier auskleiden und dann den Keksboden schön andrücken. So, der Keksboden ist jetzt in der Zwischenzeit einfach im Kühlschrank, lagert ihn einfach dort, bis es weitergeht. Und ich habe jetzt hier meine Zutaten bereitstehen, benutzt die Küchenmaschine. Ihr könntet alternativ auch mit ganz viel Kraft einfach mit den Händen und mit einem Schneebesen rühren. Und ich habe jetzt hier zuallererst Magerquark. Ich fange jetzt auch schon direkt an. Ich gebe einmal Magerquark rein in die Schüssel. Dann nehme ich gerne etwas Doppelrahm-Frischkäse. Ich finde, das in Verbindung mit Magerquark schmeckt total cremig und nicht so trocken. So, das ist jetzt drin. Frischkäse, wie gesagt. Nehmt hier keine Light-Variante, tut mir den Gefallen. Das ist ganz wichtig, dass ihr einfach nur Doppelrahm-Frischkäse verwendet. Und Sahne, die dient nochmal der Cremigkeit, damit es einfach nach dem Backen auch richtig schön cremig ist. Und dann süße ich das natürlich mit Zucker. Und bei meinen Zitronengebäcken kommt immer Vanille rein, weil ich finde, dass das super harmoniert. So, Zucker und Vanilleextrakt und dann kommt schon unsere Zitrone zum Einsatz. So, jetzt ist es ganz wichtig, wie ihr eure Zitronenschale reibt. Erstens muss es eine Bio-Zitrone sein. Ihr möchtet ja nicht die Schadstoffe aus der Schale haben, sondern es soll komplett unbehandelt sein. Und dann ist es wichtig, was für eine Reibe ihr verwendet. Ich nehme jetzt hier meine feine Reibe, damit macht ihr überhaupt nichts falsch. Damals, ich musste auch erst die Erfahrung machen, damals habe ich einfach die Vierkantreibe genommen, die ich auch für Salat etc. benutze. Und dann hatte ich nach dem Backen richtig dicke Zitronenschalenstücke im Gaumen und dann war der ganze Kuchen versaut. Daher spart da bitte nicht und investiert in sowas. Und dann noch ganz, ganz wichtig, es gibt Bio-Zitronen, die sind einmal so groß, hier habe ich sogar die Endstücke abgeschnitten und die sind so klein. Also ihr habt solche und solche, die sind total individuell und deswegen mache ich euch am besten Esslöffelangaben, damit falls jemand, der so eine Zitrone backt, nicht sagt, der hat mir gar nicht zitronig genug geschmeckt und jemand, der so eine hat, sagt, boah, der war viel zu sauer, der Kuchen. Deshalb, genau, Esslöffelangaben, damit mache ich, glaube ich, heute nichts falsch und dann presse ich jetzt einfach noch den Saft rein. Boah, das war jetzt richtig wie eine Schule. Fand ich ja, informativ. Also das wusste ich selber jetzt nicht. Oder? Klasse. Noch mehr davon. Gerne, gerne. So, anschließend noch die Eier dazugeben und dann alles langsam verrühren, bis es sich verbindet. Das dauert ungefähr 1,5 bis 2 Minuten und ganz zum Schluss rühren wir dann noch Speisestärke ein, die ich zuvor siebe, damit wir keine Klümpchen haben. Und jetzt ist der Teig fertig und wir füllen ihn einmal in die Springform, die ich gerade aus dem Kühlschrank geholt habe. So, einmal schön einfüllen und dann kann es auch schon in den Backofen. Ich verrate euch auch schon mal die Backzeit, die Hitze, 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ganz wichtig, bitte vorheizen, immer vorgeheizt backen. Und zwar für 50 Minuten. Es kann auch 2-3 Minuten länger oder kürzer dauern. Wichtig ist, dass ihr es dann anschließend richtig schön abkühlen lässt. Und dann zeige ich euch jetzt, wie ihr die Zitronensoße macht. Also bis gleich. Hast da was vergessen. Wo? Da ist noch viel drin. Ja, das wollte ich doch jetzt hier ausschlecken. Geier. Ja, gemacht ist er meistens nach der Aufnahme. Ja. Damit es schön flüssig ist. Genau. Aber heute sind wir einfach mal spontan. So, zufrieden? Ja, jetzt kannst du es nehmen. So, den Rest darf ich aber ausschlürfen hier, auslecken. Super. So, bis gleich. So, für unsere Zitronensoße habe ich jetzt vorab erstmal Zitronensaft ausgepresst und weil der sehr, sehr sauer ist, nehme ich natürlich auch Zucker zum Ausgleich. Ich gebe direkt Zitronensaft und Zucker hier einmal
in den Topf. Der Herd ist noch aus. So, und da kommt noch Speisestärke dazu. Das soll ja nicht sehr flüssig sein, sondern eher halt soßenmäßig, so ein bisschen sämiger auch mit dazu. So, und dann einmal unterrühren, aufkochen lassen und dann dickt es auch schon ein. Und ganz zum Schluss geben wir eben auch für die Konsistenz ein bisschen Butter mit dazu. Kleiner Trick vorweg, ich gebe da jetzt ein bisschen Lebensmittelfarbe rein, damit es auch ansehnlicher aussieht. Alternativ könnt ihr natürlich auch Orangensaft zum Beispiel nehmen. So, die Zitronensoße jetzt einfach auskühlen lassen und wir müssen ja sowieso noch auf den Kuchen warten, bis er auskühlt. Am besten schmeckt er, wenn er richtig schön im Kühlschrank war, ihr ihn dann aber eine halbe Stunde vorm Verzehr aus dem Kühlschrank nehmt. Das ist mein Top-Tipp für euch und dann gebe ich euch hiermit die Kiki-Garantie, dass euch dieses Rezept schmecken wird, wenn ihr Zitronenfans seid und Fans frischer Torten. Ich lasse mein Zertifikat jetzt einblenden. Ja! Wo da steht Kiki-Garantie. So richtig mit so Stempelgröße, Kiki-Garantie. So. Ja, das ist ja toll, wenn du das machen würdest. So, ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude beim Nachmachen. Wir müssen uns ja hier jetzt auch noch ein bisschen gedulden, damit das abkühlt. Und ich denke mal, auf Instagram seht ihr dann den Taste-Test von Hamza und mir. Folgt uns gerne auf Instagram, damit ihr dort auch nichts verpasst und auch wie hier mitbestimmen könnt, was so alles Schönes online kommt. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Rezept hier auf Kikis Kitchen. Tschüss! Boah, der schmeckt echt zitronig. Zu zitronig? Mhm. Also frisch. Diese Soße macht ja richtig zitronig. Ja, wir haben eine Zitronensoße hier drüber gemacht. Nein, es ist voll sommerlich. Mhm. Das passt jetzt voll zum Wetter. Perfekt. Geil, echt. Und ist der mächtig oder Ja, geht? sieht man ja, also mächtig ist ja wirklich. Aber da ist jetzt San Sebastian mächtiger, finde ich. Mhm. Ich find's lecker. Perfekt. Voll lecker, echt. Ich habe es nicht bereut, mehr Zitrone reingemacht zu haben und mehr Sahne. Aber es passt voll zum Wetter, ne? Das passt richtig gut zum Wetter. Wir müssen das vorziehen. Wir müssen das eigentlich diese Woche schon hochladen. Die nächste.